Mercedes-Benz Sprinter, ja, auf dem Caravan-Salon 2020, ja, es sind unglaublich viele Nachfragen nach diesem Modell in verschiedenen Ausführungen. Wir sind am Stand der Marke Rapido und hier ist der Sascha. Ich grüße dich ganz herzlich. Hallo Sascha. Hallo, grüß Gott. Rapido, was steht hinter Rapido? Rapido ist ein privat geführtes Unternehmen. Wir kommen aus Frankreich, ca. 300 Kilometer westlich von Paris, haben verschiedene Marken. Rapido ist die Kernmarke. Und waren früher einmal der größte Caravan-Unternehmen mit Mercedes und haben jetzt seit 2 Jahren wieder Mercedes als Chassis gefunden. Ja, es ist wunderschön, oder? Ja, wunderschön. Also wenn man das sieht, so die Wertigkeit, jetzt nichts gegen Fiat Ducato, ja, das ist ja was ganz Tolles, aber die Kunden schreien förmlich nach Mercedes-Benz, oder? Nur ein Mercedes ist ein Mercedes. Das hast du schön gesagt. Ja, das Ganze läuft ziemlich gut. Ich wohne selber in Frankreich, deswegen sieht man ganz oft Rapidos, die herum sind. In Deutschland geht, oder? In Deutschland sind wir eher der Juniorpartner. Der Juniorpartner, ja. Ihr habt das schön integriert, das Fahrzeug. Ist Mercedes-Benz zufrieden mit euch? Die Optik, DNA? War letztes Jahr eine Pressekonferenz, da ist Mercedes quasi zu verschiedenen Herstellern gegangen und da waren wir gleich der Erste. Ja, man sieht es hier, Stauraum, Doppelboden, optional auch ohne Hubbett. Ja, Hubbett 50-50, kann man sagen? Bei Mercedes würde ich eher sagen, der größere Teil ohne Hubbett. Ja, da ist wahrscheinlich das Zielpublikum doch ein bisschen älter. Genau, es ist ja auch eine richtig. Preisfrage und das Raumgefühl oft zu zweit. Anderes, ja, ist ein bisschen anders. Können wir gleich mal zeigen. Wir gehen mal kurz drum rum. Wie würdest du das einstufen, die Marke Rapido? Ist das schon so die gehobene Mittelklasse? Rapido ist gehobene Mittelklasse. Wir sehen uns eigentlich sogar als Premium-Hersteller und sind in Europa wahrscheinlich in der Gruppe als Nummer 5. Ja, Thema Preis-Leistungs-Verhältnis ganz wichtig. Ich halte mal ganz kurz auf den Preis, wie es hier ausgestellt ist. 109.546 €. Ihr habt eine Garantie, 16%, die 3% übernehmt ihr freiwillig. Genau, richtig. Ja. So. Man kann hier kaufen auf der Messe, oder? Dafür ist die Messe da. Ja. Es ist eine Verkaufsveranstaltung und funktioniert dieses Jahr ganz ausgezeichnet. Ja. Es ist was ganz Besonderes. 20.000 Personen an diesem Samstag. Normalerweise kann man hier auf dem Stand nicht... Richtig. Die Leute, die hierher kommen, die haben hohes Interesse. Genau so ist es. Und das ist das ganz Besondere an dieser Messe. Die wird einmalig sein und nie wieder in dieser Konstellation sein. Ja, das ist nämlich ganz toll. Die Leute, die wirklich kaufen wollten, haben sich Karten reserviert. Richtig. Nichts gegen Schaupublikum. Es gibt ja Leute, die einfach mal gucken wollen und so weiter. Aber ich sag mal, das ganze Konzept ist ja so explodiert, dass ich sag mal, ganz viele das als Urlaub benutzt haben. Ja. Und ihr habt jetzt mehr Zeit für Kunden, die kaufen möchten. Genau so ist es. Die Händler sind sehr, sehr glücklich. Auch wir als Rapido sind natürlich auch sehr glücklich. Ja, hier ist die Patrizia, die werden wir gleich mal interviewen. Wir gehen mal ums Fahrzeug rum. Die Franzosen, können die Wohnmobile bauen? Ja. Was willst du sonst sagen? Salopp und einfach ja. Das ist schön. Wir hatten einen ganz, ganz großen Stauraum hinten drin. Und vor allem das Besondere bei unseren Mobilen ist, du kommst hinein und es ist dieses französische Flair, Savoir-vivre, dieses Gefühl. Ja, das ist so. Ich wohne ja selbst in Frankreich. Das ist ein bisschen anders. Man muss sich daran gewöhnen. Das heißt, wenn man sich an den Schick gewöhnt hat, es ist nicht so das harte Deutsche. Oder? Nein, richtig. So, genau so ist es. Ja, alles ist schön verarbeitet. Das ist mir direkt mal aufgefallen. Man hat hier eine Außendusche. Ja, gibt es überall. Es gibt es optional. Bei dem Modell ist es serienmäßig dabei. Ja, sehr, sehr schön hier oben. Das ist interessant gemacht. Eine schöne Garage. Die ist recht groß. Kann ich die anheben? Natürlich. Die ist höhenverstellbar. Wenn ich untertags ist sie oben, das Bett ist ganz oben. Am Abend, wenn ich die ganzen Sachen rausgegeben habe, Fahrrad, Tische und so weiter, fahre ich ganz hinunter, dass ich bequem zusteigen kann ins Bett. Kurbel oder elektrisch? Wie funktioniert Elektrisch. Elektrisch. Das heißt, ich kann es auf- und absenken, wie ich es gerade brauche. Richtig. Das ist auch das, was der Markt verlangt. Das heißt, man muss es ganz variabel halten, dass wenn der Raum nicht benutzt wird, dass man ihn vielfältig benutzen kann. Genau so ist es. Und vor allem es ist einfach bequemer, wenn man in das Bett nicht hinaufklettern muss, sondern ganz bequem, so wie man es gewohnt ist, einsteigen kann. Sascha, wir schauen uns mal das Heck an von hinten, denn das Besondere hierbei ist, es fehlen ganz viele Hersteller, ja. Und du hast mir erzählt, dass die Kunden, die da sind, kaufen das, was sie sehen. Ist das so? Das gilt es noch zu analysieren. Wir sind mit den Verkäufen sehr zufrieden. Sehr zufrieden. Ja, sehr zufrieden. Das sagen alle. Also egal mit wem ich rede, die sagen, dass die Beschränkung auf 20.000 ist natürlich nichts, wo die Messe sagt, naja, das können wir immer so halten. Aber euch hat es, ich sag mal... Für uns war es optimal. Für uns war es optimal. Wir haben
wir haben keine Sekunde eigentlich gezögert, nicht daran teilzunehmen. Die Messe Düsseldorf hat gesagt, wir haben ein gutes Hygienekonzept, dem haben wir vertraut und es schaut aus, als ob es als ob es sicher ist. Ja, wir halten Abstand. Auch hier hinten ist die DNA von Mercedes. Es sieht ziemlich Mercedes-like aus. Ja, richtig. Hinten die Rundscheinwerfer, die drin sind, das ist schon so, man erkennt das hier die Qualität. Richtig. Und das hier ist einfach ein wichtiges, dieser Mercedes-Stern für ganz viele Leute. Und wir haben auch einige schon verkauft während dieser Messe. Ja, das ganz große Thema Wertehalt. Wie ist da Rapido? Also das, was du vom Markt mitbekommst, ist es, würde ich sagen, im Durchschnitt des Marktes, ja, wie andere. Jetzt aber natürlich mit Mercedes-Benz Sprinter, das ist, ich sag mal, das Geld, was man mehr ausgibt, kriegt man später wieder raus. Wir haben so viele Rapido M draußen stehen, also die auf den Straßen fahren und für die war es ganz wichtig, dass wir wieder ein Mercedes-Chassis anbieten. Sehr schön. Ja, die haben es euch nicht einfach gemacht, muss man dazu sagen. Das heißt, der Heckantrieb war ja nur lange verfügbar, jetzt ist der Frontantrieb da. Wo viel Licht, auch viel Schatten. Das ist so. Ihr arbeitet ganz eng zusammen mit den Herstellern? Ja, natürlich. Ganz wichtig. Also auch jetzt hier bei der Messe haben wir verschiedenste Meetings natürlich mit Mercedes gehabt und wahrscheinlich sogar wöchentlich. Aber das passiert in Frankreich, ich bin Vertrieb, also im Detail weiß ich es nicht. Ja, du hast so einen ganz lieben Akzent. Das klingt so ein bisschen, als kämst du aus Österreich. Du hast gerade 100 Punkte gewonnen. Es ist Österreich, aus Wien. Aus Wien, ja. Direkt aus dem Capital. Genau, ein Wiener, der in Deutschland für den deutschen, österreichischen und Schweizer Markt zuständig ist. Du sprichst auch Französisch. Tu parles français. Oui. Super. Ja. Es wäre besser, wäre gut. Nee, gar kein Problem. Ich zeige mal 32 Zoll. Hat man jetzt schon des Öfteren mal gesehen. Wir werden es gleich mal zeigen, denn der hängt quer drin. Genau. Und das ist gigantisch. Man kann jetzt 32 Zoll unterbringen. Viele wollen das. Wird dann umgedreht im Echtbetrieb. Wir haben natürlich jetzt hier keinen Fernseher. Der würde die Messe wahrscheinlich nicht überleben. Ja. Aber die Leute wollen es ja auch mal ausprobieren, die wollen ein bisschen machen. Das ist ja ein guter Test. Ihr habt die Fahrzeuge auch ich sag mal, direkt in der Vermietung. Das heißt, gerade im Vermietgeschäft sieht man auch, wie das Ganze funktioniert, gerade jetzt die kleineren. Ja. Die Kunden sind sehr zufrieden mit der Qualität? Ja, sehr zufrieden, wobei die Vermietung passiert über den Händler, der diese Möglichkeit anbietet und die sehr gerne angenommen wird. Genau, es gibt nämlich Leute, die sagen, ich will es erstmal ausprobieren. Der Händler hat den Vorteil, er kann natürlich die Marge erhöhen, er kann zunächst vermieten, kann die Gebrauchtfahrzeuge anschließend veräußern, die denn überhaupt keine Kinderkrankheiten haben. Das heißt, alles, was in der Vermietung mal, es hat da mal ein bisschen was geknarzt, eine kleine Sache war mal da, das ist alles weg. Das wird oft gemacht, dass dann das Vermietfahrzeug, das am Ende des Jahres meistens zum Verkauf angeboten wird, von Leuten gekauft wird, die das Fahrzeug auch gemietet hatten. Ach, wie bei den Skiern so ein bisschen. Ja, richtig. Das heißt, am Ende der Saison frage ich immer beim Skiverleih, du bist ja Österreicher, ob ich die Skier haben kann, dann gibt er dir die günstiger. Genau so ist es. Ja, es klingt gut, allein beim Auf- und Zumachen. Ja. Wenn du mal so lieb bist. Nochmal bitte. Satt, oder? Ja, super, wobei wir noch keinen Sound-Engineer, kein Sound-Engineering betreiben. Ich zeige mal gerade ein kleines Detail, warum das nicht klappern kann. Liegt nämlich an den Gasdruckfedern, die drin sind. Wenn du mal bitte aufmachst. Das Ganze steht unter Spannung und ist das richtig? Genau so ist es. Gibt nichts dem hinzuzufügen. Vollkorpusmöbel, ja, auch das ist selbstverständlich, glaube ich, in der Klasse. Das ist bei uns auch ein ganz wichtiger Bereich, weil der Unternehmensgründer kommt aus dem Bereich der Tischlerei und diese Liebe zu dem Material ist nach wie vor bei uns im Unternehmen spürbar und eigentlich in der DNA enthalten. Ja, es gibt ja so den Wunsch nach Liner. Die Leute sehen die Morelos, die Concords und so weiter, aber jetzt muss man auch mal sagen, das ist eine andere Klasse und anderer Preis und ein ganz anderes Konzept. Die sind viel höher, viel breiter. Ich komme nicht auf jeden Campingplatz rein. Das Konzept ist ja anders. Also wir haben keine Liner, wir haben zwei Modelle, die in die Richtung gehen mit 8,5 Meter Länge. Ja, aber das ist kein Liner, der 12 Tonnen wiegt. Das ist so, denn die Leute wollen ja auch ein Fahrzeug haben, was sie auch gut bedienen können. Der alte Dreier ist hier wichtig. Ich nehme an, ich bin hier über 3,5 Tonnen bei dem. Also das Fahrzeug selber gibt es auch als 3,5 Tonner, aber jeder Käufer ist gut beraten, das eher auf 4,5 Tonnen
in der 4,5 Tonnen Heavy-Version zu kaufen. Ja, wenn du mal kurz reinkommst, Sascha, sei mal so lieb. Ja. Ich zeige mal so kleine Details, die ihr schön gemacht habt. Das Polster ist so das, wo die Leute hinschauen. Ja. Da ist so ein kleines Inlay mit drin, das, ich sag mal, so ein bisschen daran erinnert, dass man hier in einem hochwertigen Fahrzeug ist. Ja, das ist, und der Name ist auch Musik. Es ist Paris natürlich, so heißt die Polsterung und ist in den Luxusmodellen bei uns erhältlich. Sie sieht aus wie, ich sag mal, als wäre ich jetzt in einem Cockpit von einem Jet, so ein bisschen Privatjet. Das hast du sehr schön gesagt und das rinnt bei mir wie Öl die Speiseröhre hinunter. Ja, aber ohne Witz, ja. Wenn ich das hier sehe mit dem Polster, wie schön ihr das aufgesteppt habt, hier in der Mitte und so, die Leute schauen ja hin. Das ist jetzt kein echtes Leder, ne? Kein echtes Leder. Wir haben aber auch echte Leder, also Fahrzeuge mit echter Lederausstattung. Das ist dann noch eine Stufe exquisiter. Ja, das riecht ja noch ein bisschen anders, aber man muss sagen, diese neuen Stoffe, die es gibt, ja, das ist unglaublich strapazierfähig. Du kannst damit alles machen, oder? Vollkommen richtig, vollkommen richtig. Also Alcantara ist ja so mein Fan. Also ich habe ein kleines Kind, 8 Jahre alt. Das ist warm, das ist schön. Und letztes Mal der Kaffee, das ist Wahnsinn. Das ist halt, da muss man gewisse Vorsicht haben. Wir haben eine Lederart, das ist nicht Alcantara. Ja, okay. Weil das im Prinzip in der Ausstattung nicht bezahlbar wäre. Ja, das ist so. Hier vorne sieht man die Integration. Das Fahrzeug ist ja ein bisschen schmaler und da seid ihr gefragt. Das heißt, ihr müsst die Anpassung machen an der Seite. Da knarzt nichts, oder? Das ist eine schwierige Sache. Also das Mercedes-Chassis in den vollintegrierten zu integrieren, ist eine Herausforderung für die Entwicklungsabteilung. Aber nicht nur für unsere, sondern für jede Entwicklungsabteilung. Es bewegt sich. Es muss optisch natürlich gut aussehen. Das Ganze darf nicht knattern, knarren und so weiter. Der Kunde erwartet. Gerade da schauen die genau hin, oder? Absolut. Und vor allem hier sitzt er und das hat er permanent, wenn er fährt, im unmittelbaren Umfeld. Ja, man kann hier oben eine Jalousie direkt runterziehen. Das ist nicht seitlich, sondern das kennen wir von den Linern. Richtiger. Aber das ist im Prinzip auch in jedem Modell mittlerweile möglich. Einerseits Sonnenschutz oder als Sichtschutz, wenn ich schlafen gehe. Ja, M-Books, das ist krass. Also vom großen Actros, Attego, überall ist jetzt M-Books drin. Man hat ein Gefühl, also auch das Fahrverhalten wie Pkw. Das ist auch der Hintergrund, warum man das drinnen hat. Dieser automotive Charakter, der Reisemobilbesitzer, der einen Mercedes-Chassis kauft, findet sich wieder mit seinem privaten Mercedes, den er fährt. Also im Vergleich zum Vorgänger ohne M-Books, ja, ein Riesengewinn, oder? Wie Tag und Nacht. Wie Tag und Nacht, ja. Hilft euch natürlich enorm, so das Ganze. Die lernen dazu bei Mercedes, muss man sagen. Absolut. So, das Schöne ist auch, dass das M-Books-System sogar bei Lieferfahrern, die selbst bestimmen können, sogar mitbestellt wird, weil es erleichtert den Alltag. Schließlich verbringt man ja sehr viel Zeit auch beim Fahren. Also ich wüsste nicht, dass wir ein einziges Modell ohne M-Books verkauft haben. Also jedes einzelne Modell, das wir verkaufen, M-Books ist fast serienmäßig drinnen. Ja, sehr schön gefällt mir die Integration der Lautsprecher ins Hubbett. Ja. Das heißt, ihr habt so gemacht, dass man, wenn man zunächst es nicht weiß, kommt man gar nicht auf die Idee, dass hier ein Hubbett drin ist. Ihr habt es gut integriert. Ja, das stimmt. Aber trotzdem natürlich, wenn es ohne Hubbett ist, es ist einfach viel voluminöser, also viel mehr Platz vorhanden. Ja. Ja, wichtig ist hier so kleine Details, zum Beispiel der versenkte Fahrersitz. Das heißt, Face-to-Face ist das Thema bei 2 Leuten. Ich kann aber umbauen, das ist total easy. Darunter ist tatsächlich ein Sitz. Richtig, Gurtplätze. Gurtplätze, stark. So, zugelassene Gurtplätze. Modulationsfähige Sitzplätze, ja. Das ist ganz wichtig. Du bist groß, oder? Ich bin etwas über dem Durchschnitt. Genau. 2 Meter. 2 Meter bist du groß. Wenn du mal kurz aufstehst, dann zeige ich mal gerade, denn das geht tatsächlich noch gerade so. Du bist jetzt ein extremer Fall, muss man sagen. Ein extremer Fall, ja. 2 Meter Größe, denn 1,67 Meter haben wir dabei. Das ist die Durchschnittsfrau. Modelmaße. Sie hat übrigens keine Haken an im Moment. Sie hat Turnschuhe an, damit wir hier nichts kaputt machen in den Modulen. Das System hier mit dem Bad an der Seite, das macht den Raum ein bisschen enger an der Seite, schafft aber auch die Möglichkeit, mich komplett zu vereinzeln. Genau so ist es. Das ist eine sogenannte Raumtrennung und ich habe 2 Türen, also ich kann auch das Badezimmer separieren. Und dann natürlich eine doppelt angeschlagene Tür, die sowohl für Badezimmer als auch hier diese Raumtrennung macht und hinten ist eine Schiebetür. Wenn man so denkt an das französische Flair, dann denkt man doch irgendwie, das ist jetzt so ganz kühl, aber es ist ganz warm, das Flair, oder? Ja, sehr, sehr gemütlich. Und hast du dieses Klacken wieder von dieser Tür gehört? Warte, ich lasse mal zufahren. Ja.
Okay. Und jetzt mal dazu. Ja. Also das ist robust, das ist stabil, das ist halt wirklich klasse gelöst, ja. Ja, auf Mercedes-Benz. Denn es gibt nichts Schlimmeres, wenn es die ganze Zeit rappelt. Ja, das ist so. Wie habt ihr das gelöst? Einfache Erfahrung, wie man Reisemobile baut. Wir haben 55 Jahre Erfahrung und die schlägt sich hier nieder. So, und die Patricia hat den Vorteil, es gibt eine eigene Dusche. Und sie ist jetzt relativ klein, aber die Dusche ist sehr hoch. Ihr habt sie nochmal unten eingelassen, damit es nochmal höher wird? Ja. Wobei das natürlich eine zusätzliche Lichtquelle ist, die normalerweise nicht drin ist. Nur für die Messe. Ja. Genau, das ist das Putzlicht, nenne ich es immer, was den Fahrzeugen... Das ist eine schöne Formulierung, ja. Ja, schade, weil man kann oft das Lichtambiente nicht sehen hier drin, aber das Beste ist, man schaut sich die Fahrzeuge beim Händler an. Ja, das Jahr 2020 für jeden, der Wohnmobile kauft, ein außergewöhnliches Jahr, denn zunächst war der Vermietmarkt am Boden und dann kam alles ganz anders. Genauso ist es. Also wie das angefangen hat, war auch bei uns natürlich die Angst vorhanden, aber mittlerweile ist es das tollste Jahr aller Zeiten. Und wir können zutiefst dankbar sein, dass wir in dieser Branche arbeiten, wenn man bedenkt, dass andere Branchen Leute entlassen müssen oder in Kurzarbeit. Das betrifft uns nicht, Gott sei Dank. So, sie hat es auch zubekommen, das Ganze ist schön gelöst. Das kenne ich von großen Linern hier und das kenne ich auch aus der Schiffstechnik. Das heißt, man zieht es raus, sehr wertig, es klappert nicht, es ist leicht unter Spannung, deswegen hat sie es nicht direkt reinbekommen. Der Handtuchhalter. Ja. Einfach so kleine, feine Sachen, die das Leben an Bord unheimlich erleichtern. So, und dann das Queensbett. Das heißt, Queensbett bedeutet, ich habe in der Mitte ein Bett, wo ich links und rechts an der Seite vorbeigehen kann. Jetzt habe ich ja hier die Möglichkeit, ich habe ein Hubbett, habe ein Queensbett und die zwei Menschen könnten sich ein bisschen auseinandergehen. Es gibt ja auch Leute, die haben sich zwar lieb, aber vielleicht schnarcht mal der eine oder der eine will wirklich mal alleine sein, das soll es ja geben. Das sind wirklich kulturelle Unterschiede. In Deutschland haben wir die Einzelbetten, das ist das zentrale Modell, und in Frankreich Queensbett. Das ist krass, oder? Das heißt, die Deutschen, die wollen aber ihre Ruhe haben. Das hast du jetzt gesagt. Das kann ich als Österreicher nicht sagen. Ich habe noch nie einen gesehen, der eine Trennwand in der Mitte noch bestellt hat. Das gibt zwei Morelo, da kannst du eine Trennwand bestellen. Wirklich, ja. Da kannst du dann sagen, ich hätte gern 2 Einzelbetten hinten in der Liegewiese. Es gibt die Liegewiese-Variante links und rechts abgetrennt, so wie im Flugzeugabteil. Wird ganz selten verlangt, aber gibt's. Um Gottes Willen. Der Schrank ist ultra groß. Ja, stimmt. Also was man dafür wird das Hubbett dann gerne verwendet, dass eine Person am Bett schläft und die andere Person im Hubbett. Speziell, wenn einer von den beiden dann wirklich viel schnarcht und den anderen behindert dadurch oder stört. Aber ansonsten, wie gesagt, Deutschland ist Einzelbettenmarkt. Wir haben auch das Modell hier stehen mit den Einzelbetten. So, ich zeige mal was Schönes. Ihr habt hier ganz kleine Punkte draufgeklebt, damit die Messeleute wissen, wo man drauflegen. Die kann man später abmachen. Die kann man später abmachen, aber die bleiben eigentlich drauf, weil sie nicht wirklich störend sind. Ja, das ist so. Das heißt, man weiß, wo man draufdrückt. Ja. Wenn du mal aufmachst, bitte, Patricia. Ich zeige dir auch gleich mal, wie du lümmelst. Das da war klar. Das ist schön. Ich habe eine durchgehende Linie. Das heißt, das Ganze wirkt nicht als Schrank. Richtig. Es ist alles so, ich sag mal, abgeflacht. Da werden jetzt die Leute wieder sagen, naja, dann fällt alles auf den Kopf. Nee, ist nicht so. Man muss es ja nicht komplett beladen. So. Das ist es. Und wenn du da ist wahrscheinlich ein Kleiderschrank. Mach mal auf hier rechts an der Seite. Ja, und das will man. Mann und Frau getrennt. Richtiger. Oder zweimal Frau. Genau. Das ist dann im Ermessen des Reisemobilfahrers. Wer zuerst kommt, mal zuerst. Und dieses Bett kann ich anheben, richtig? Soll ich das euch zeigen? Ja, mach mal bitte. Dann bleibt sie hier herinnen, ich gehe kurz raus Ja. und es wird von außen bedient. Darf sie sitzen bleiben auf dem Bett? Oder wird sie eingequetscht? Wir machen es mal ohne, okay? So, ich zeige es mal ganz kurz. Da vorne ist das Bett. Und Queensbett, ja, das ist die französische Variante, die wir haben. Und wir fahren es mal hoch. Ich bin mal sehr gespannt. Ah, es fährt. Also Krass. es geht natürlich noch viel höher hinauf. Es geht noch viel höher. Und es geht einfach darum, um eine möglichst große Höhe in der Garage zu haben. Ich kann auch schlafen, wenn ich es ganz oben habe. Natürlich, ja. Das geht. Ist dann einfach schwierig hinaufzukommen. Ja. Naja, Also bei mir mit 2 Meter, ich komme auf jeden Fall hinauf. Aber meine Tochter, die klein ist, aber die ganz gelegentlich ist, kommt auch ganz sicher hinauf. Aber ältere Leute dann
ist es dann schwierig. Wie ist der Vorname von deiner Tochter, wenn du mir den verrätst? Sophie Almer. Sophie Almer. Sophie Almer, 9 Jahre alt. Ja, super. Papa, du kommst da einfach hoch, Sophie Almer. Und auch die Patricia kommt da hoch, das ist gar kein Problem. Ja, jetzt fehlt natürlich, leider hat dieses Fahrzeug kein Waschbecken. Und, oder? Ja, ich glaube schon. Also Ich glaube schon. schauen wir, ob wir es finden. Ja, Gott sei Dank, wir haben es gefunden. Gott sei Dank haben wir es gefunden. Das ist Bitte übrigens die Tür, wenn sie zu ist. Jetzt habe ich ein richtiges Raumbad, was ich auf beiden Seiten abschließen kann. Genau, richtig. Das ist auch der Vorteil, das ist eine Separierung für Nassraum, für Schlafzimmer, für Wohnzimmer. Patricia, geh mal kurz hier rein, denn hier hat wieder mal ein Hotelpater gestanden, was zumindest mal so die Appliances angeht und die ganzen Sachen, die eingebaut worden sind, wie unter anderem, was voll im Trend ist, ein satiniertes Waschbecken. Sie fummelt. Das ist so schön, wenn Frauen das erste Mal das machen. Ist bei jedem anders, oder, Patricia? Ja, stimmt. Ich muss das, glaube ich, schieben, ne? Richtiger. Gibt es einen Trick? Oder soll ich einfach schieben? Ich will nichts kaputt machen. Ja, schieb mal. Ich glaube, wir holen mal ganz kurz den Sascha. Der klärt das mal auf. Ist wahrscheinlich gesperrt für den Messebetrieb. Nee. Ja. Okay. Oh, sorry. So, es ist ja nicht riesig hier drin, aber man hat richtig viel Platz. Und ich zeige mal gerade das Waschbecken, Patricia. Ja. Das sieht doch nun wirklich aus, als könnte das jetzt, genau, nimm mal gerade ein ganz kleines bisschen Platz, dass ich zeigen kann. Schick, oder? Ja. Satiniert, das Und ist auch so das Matte. süß. Ja. So süß klein irgendwie. So, man ist ja immer noch im Camping, muss man sagen. Das heißt also, man kann sich ja ein bisschen reduzieren. Ja, Campingboom, die Leute, die das Fahrzeug sehen auf Mercedes-Benz, die Länge von dem Fahrzeug? Die Länge von dem Fahrzeug 7,54. Das ist ja noch nicht 9 Meter oder 10. Nein, Das heißt, also ich relativ kurz. Wir haben hier, wie gesagt, 2 Modelle, einmal mit Einzelbett, einmal mit Queensbett. Lautsprecherintegration, das Licht, die Farbsteuerung habt ihr hier vorne integriert. Ja. Alles. Ja, wir gehen am besten mal raus, die Leute warten schon wieder. Ja, und Denn, wir schauen uns mal kurz den Einzelbettenwagen an, als Vergleich. ja, das machen wir gleich. Ganz kurz einen Augenblick. Dann zeigen wir euch den Einzelbettenwagen. Ganz kurz einen Augenblick. Da ist er, der Rapido M96. Länge über alles 7,54 Meter, die Breite 2,35 Meter, die Höhe 2,95 Meter, fast 3 Meter und 3,5 Tonnen. Das Fahrzeug hat 4,4 Tonnen. Hat 4,4 Tonnen, ist aufgelastet. Ja, wie er hier steht, 4,5. 109.546.089 Euro. Wer sich auskennt in der Klasse, Das ist dieses Jahr eine etwas spezielle Preisauszeichnung aufgrund der 16% Mehrwertsteuerregelung. Ja, der Preis ist schwer zu lesen, aber wir müssen den gesetzlichen Vorgaben entsprechen. so ist es. Ja, wir gehen mal kurz rüber. Ich nehme an, auf der Seite steht da Einzelbetten. Die gleiche Heck-DNA. Und da ist der Sascha. Ich bin von der anderen Seite gekommen. Ich werde die Leute bitten, Verzeihung, dürften wir noch kurz für Filmaufnahme. Machen das mal ganz kurz. Ja, wir zeigen mal ganz kurz die Einzelbetten. Wir sind da. So sieht er von vorne aus. Sie können sofort wieder rein. Wir müssen mal kurz zeigen. Das ist aber lieb. Als Vergleich. Ein ganz anderes Design. Ja, andere Polsterung. Leder? Ja, nein, auch nicht. Auch nicht. Auch dieses Kunstleder, dieses TEP. Wenn du Leder sehen möchtest, können wir das natürlich auch anschauen. Okay. So, hier habe ich ein Hubbett drin, das ist mal dunkel. Ja. Krass, was das ausmacht, ein anderes Design. Aber das ist gut zu sehen. Es ist wirklich, je dunkler etwas ist, desto kleiner wird der Raum. Er wirkt viel kleiner. Aber jetzt sind hinten die Einzelbetten. Warte, ich zeige mal ganz kurz die Küche dazu. Ja. Das ist ein Schmuckstück. Ja, sehr schön. Stylisch ist eine neue Entwicklung für dieses Modelljahr und kommt Gott sei Dank sehr gut an. Ist ja irre. Ja. Warte, ich zeige das mal gerade. Das sind hier absolut geschwungene Linien, alles aus einem Guss, große Schubladen. So geschlossen natürlich. Genau, in Fahrposition. Passt, lass mal. Demo-Effekt. Ja. So, ihr habt ziemlich viel für die Messe gesperrt, muss man auch dazu sagen. Das sind die Einzelbetten, Deutschlands liebster Freund. Richtiger. Alle wollen das. In Deutschland sind, ich schätze, sicher 80% der Verkäufe sind Einzelbetten. Und Frankreich genau umgekehrt.
Ist aber nachvollziehbar, wenn das jemand haben möchte. Das heißt, man sieht es ganz oft am Campingplatz, alle haben Einzelbetten. Ja, richtig. Das ist so ein Trend. Der Vorteil von dem Bett, was wir eben gesehen haben, was denkst du? Dass man alleine schlafen kann. Man hat hier die Möglichkeit, daraus ein ganz großes Doppelbett zu machen. Aber eben, ich schlafe alleine. Ja. Ich bin quasi vereinzelt. Ja, ganz anderes Design, die Einzelbetten. Also verfügbar. Und da schauen wir uns gleich mal an, wie das heißt. Ja, das Thema Schlafkomfort und Matratzen. Ja, ihr habt jetzt hier Bultex verwendet. Ist das gut? Das ist seit Jahren bei uns die Standardmatratze. Da es im Prinzip keine Reklamationen oder Beschwerden darüber gibt, es immer never change a winning team. Obendrauf ist der Geltopper, nehme ich an. Das Richtig, heißt, ja. also man schläft wie im 7. Himmel. Genau so ist es, ja. Die Erwartung ist, dass man hier schöner schläft als zu Hause. Ich glaube, das sagen die Leute. Ja. Dem gibt es eigentlich nichts hinzuzufügen. Sehr schön. Ja, es ist selten, dass ich so in Fahrzeuge reingehe. Ich bin sowieso hier auf der Messe. Ich sage immer, wenn ich irgendwas sehe, was mir vielleicht nicht so gut gefällt, dem anderen gefällt es vielleicht. Das ist ja so. Richtig. Das ist ja nur meine Meinung. Wie heißt so schön, Geschmäcker und Ohrfeigen sind unterschiedlich. Da du ja 2 Meter grob bist, ich glaube dir das Ich sehe sofort. das anders. Ich sehe viele Sachen komplett anders. Also ich könnte die Dusche mit Einschränkung verwenden. Ja. Ja, aber 2 Meter Körpergröße, wie viele Leute gibt es in Deutschland oder Österreich, die 2 Meter groß sind? Also ich bin ist ja- vielleicht 2%, 3% der Bevölkerung. Das Bad ist dasselbe hier in dem Bad Bereich? ist dasselbe, ja. Genau, wenn du es ganz kurz nochmal aufmachst, weil die Leute glauben es sonst nicht. Tatsächlich etwas anderes Design. Die Und Farbe ist eine andere, das ist ein anderes Holz. Das hellere. so, jetzt zeige ich nochmal ganz kurz. Die Küche, jetzt muss ich mal kurz fragen, ist das die gleiche Küche wie drüben gewesen? Ja, Die ist mir gar nicht so aufgefallen. Die dunkle Platte mit dem andere Platte, Ambiente-Licht. richtiger. Genau so ist es. Wenn ich mal kurz dahin stellst, Patricia. So, das ist die Arbeitshöhe, ist perfekt. Das Schwarze mit den Abdeckungen wirkt auf einmal ganz edel. Ja, stimmt. Wir können aber noch in ein anderes Fahrzeug hineinschauen, wo wir eine andere Küche haben. Eine andere Form der Küche. Sehr gerne. Das ist bei uns eine Optionsmöglichkeit, entweder zweiflammige oder dreiflammige Gasherde. Ist auch eine Philosophiefrage. Der eine möchte so, der andere möchte es anders haben. Das haben wir schon probiert. Das ist glaube ich, Ja. genau, Weil das bei ist, dem anderen Fahrzeug ging es. da ging es. Das hier ist gelockt. Ja, hier vorne. Warte, ich zeige noch mal ganz kurz, bevor wir rausgehen, noch mal einen kurzen Schwenk. Leute machen gerne Standbilder und schauen sich das an. Ganz andere Optik. Gediegen, Ja. gediegen ist das richtige Wort. Edel, wertig, stylisch. Da hat man überhaupt keine Lust, irgendwas rumliegen zu lassen hier. Das heißt, man möchte einfach Ordnung halten und so ein schönes Fahrzeug. Ja, sogar ich. Der ich vielleicht nicht so der ordentlichste Mensch bin. Stark ist der Kühlschrank von Dometic, der ist wandelbar, dadurch, dass ich die Mitte bestimmen kann. Ihr habt jetzt Hochglanz schwarz gewählt. Ja, stimmt. Also im Prinzip, wir verbauen beide Dometic und Thetford. So, und hier oben habe ich dann natürlich Fußbodenheizung drin, Richtiger. eine Alde mit drin und das zentrale Bedienelement, das ich sehr leicht abwischen kann. Und zeig doch einmal, wie das funktioniert mit dem Fernseher, bitte. Einmal. Ich bin so begeistert. Unten einmal ziehen Genau. und drehen. Und dann habe ich 32 Zoll. Richtig. Ich gehe zur Seite, dass du es in der Ganzheit siehst. Das haben wir jetzt dieses Jahr zum ersten Mal, dieses Modell. Nicht in allen Modellen, aber diese Form ist für die Luxusmodelle Mercedes vorgesehen. Netflix, Amazon, Prime Stick einfach reinstecken, Router holen. Dann kann ich auch zu Hause die schönsten Filme gucken. Genau so ist es. So, ja, dankeschön. Bitte gerne. Zurück. Ich könnte dir stundenlang zugucken, wie du das rein und rausklappst. Es ist wunderbar und es macht viel Spaß, diese ganzen kleinen Details zu erkennen, zu erhaschen. Das ist das Logo von unserer Firma, die drei Männchen. Man sagt auch die 3 Generationen bei Rapido. Sehr Weil schön. seit letztem Jahr ist die 3. Generation in der Unternehmensleitung. Sag mal hier diesen Wohnraumteppich, der da unten liegt mit dem Mercedes-Benz-Logo. Ist der drin oder ist der nur für die Messe? Der ist drin. Das, was nur für die Messe ist, ist dieser Linoleumboden. Einfach Okay. als Schutz. Als Schutz. Danke. Wir gehen mal raus. Gerne. Auch hier zeige ich mal ganz kurz das Modell nochmal. Diesmal
M66 Alde mit Fußbodenheizung ist schon sehr komfortabel, Fußbodenheizung. Absolut. Aber für Leute, die Ganzjahrescamping machen wollen, ist Alde das Gelbe vom Ei. 113.358 Euro und 32 Cent mit der deutschen Mehrwertsteuer. Wenn Sie das sehen, hier steht er, ganz anderes Design. Sascha, wir gucken uns gleich mal den Wagen an, machen einen kurzen Cut. Hier sind wir auf dem Caravansalon 2020, auf dem Stand von Rapido, ein französisches Unternehmen mit einem Österreicher, der 2 Meter groß ist, der den Vertrieb macht für Deutschland, Österreich und die Schweiz. So ist es. Ich danke dir erstmal, Sascha. Wir gucken uns gleich noch mal ein, zwei andere Modelle an. Sehr gerne, ja. Okay.